Gutschimate hat ein neues Update. Version 1.8.1 ist da. Kein riesiges Feature-Release, aber ein paar Sachen drin, die sich wirklich gelohnt haben. Heute zeige ich euch, was sich geändert hat, ob meine Waage jetzt endlich richtig kalibriert, ob die SD-Karte Profile und Shot History überlebt und ganz am Ende werfen wir einen Blick auf GitHub, was als nächstes kommen könnte. Bleibt dran, der letzte Teil ist der spannendste. Hi, ich bin Chris, leidenschaftlicher Home-Barista und ich mache das Update heute live, während ich gleichzeitig einen Affogato vorbereite. Warum nicht? Also, was bringt die neue Version? Es ist kein riesiges Feature-Release, aber ein paar Sachen sind wirklich relevant. Der für mich persönlich interessanteste Fix betrifft den Auto-Adjust für den Prüfverzögerungswert. In meinem letzten Video, dem über die günstige Waage um ca. 15 €, habe ich gezeigt, dass sich der Wert in der UI zwar angezeigt hat, sich aber nie wirklich nach unten angepasst hat. Er ist nur hochgegangen, nie runter. Das war ein Fehler und der ist jetzt gefixt. Bevor ich das gleich teste, gibt es kurz eine Pause. Ich bereite das Eis vor. Weiter mit dem Update. Noch zwei weitere Dinge, die ich kurz erwähnen will. Erstens, es gab einen Memory Leak Bug, der auf manchen Systemen dafür gesorgt hat, dass die Bluetooth-Verbindung zur Waage immer wieder eingebrochen ist. Das wurde gefixt. Wenn ihr also Probleme mit der Bluetooth-Verbindung hattet, lohnt sich das Update allein schon dafür. Und zweitens, es gibt jetzt Support für ein weiteres Display. Die Hardware-Kompatibilität wächst also weiter. Jetzt beantworte ich die Frage, die seit meinem SD-Karten-Video so oft in den Kommentaren aufgetaucht ist. Bleiben Profile und Shot History nach einem Firmware-Update erhalten? Ich mache das Update jetzt live und wir schauen gemeinsam, was danach noch da ist. Jetzt kurze Pause, ich male den Kaffee. Das Update läuft durch. Malgrad einstellen, Puck vorbereiten, tampen. Heute mache ich das mit einem Kaffee, den ich schon eingestellt hatte, also kein Stress hier. So, das Dashboard ist wieder oben. Und jetzt schauen wir nach. Shot, History, Profile. Spoiler, beides ist noch da. Vollständig. Kein manueller Export, kein Reimport, kein Verlust. Die SD-Karte macht genau das, wofür sie gedacht ist. Das war früher wirklich nervig und das ist jetzt gelöst. Wenn ihr also noch keine SD-Karte eingebaut habt und euren Shot History nicht nach jedem Update verlieren wollt, ist das der Grund. Jetzt der eigentliche Test. Läuft der Auto-Adjust jetzt korrekt? Ich habe den Wert vor dem Update notiert. Er stand auf 3000 Millisekunden. Und jetzt, nach dem Shot, schauen wir rein. Er steht auf ca. 1500 Millisekunden. Er hat sich nach unten angepasst. Das ist neu. Das hat vorher nicht funktioniert. Und die Vorhersage ist jetzt auch deutlich genauer als vorher. Wirklich gut. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo, falls ihr noch nicht dabei seid.
Jetzt kommt der schöne Teil. Der Espresso ist fertig, er riecht nach Schokolade mit einer leichten Nussnote. Anschließend gebe ich ihn über das Eis. Ein Affogato. Das Eis schmilzt sofort an den Rändern, der Espresso zieht sich durch und das Ergebnis ist dieser Kontrast aus heißem, kräftigem Kaffee und eiskalter, cremiger Süße. Perfekt für einen Tag wie diesen. Und zum Abschluss noch der Blick auf GitHub, was gerade so in Arbeit ist. Das ist kein offizielles Roadmap-Statement vom Team, sondern einfach offene Pull-Requests, die ich interessant finde. Diese Sachen sind noch nicht merged und können sich noch ändern. Erstens, Brew by Weight wird zuverlässiger. Es gibt gerade mehrere offene Beiträge, die das Verhalten beim automatischen Stoppsignal verbessern sollen. Konkret, die Waage soll nach dem Tare wirklich stabil sein, bevor die Pumpe startet, weil viele BLE-Wagen ein paar hundert Millisekunden brauchen, um sich zu nullen. Und es gibt eine Absicherung für den Fall, dass die Waage bei Null stecken bleibt, obwohl schon Wasser geflossen ist. Das klingt nach kleinen Details, aber wer schon mal einen schlecht getimten Stopp hatte, weiß, dass das einen Unterschied macht. Zweitens, Pump-Flow-Kalibrierung direkt aus der Settings-UI. Aktuell ist das noch ein manueller Prozess. Es gibt einen Beitrag, der einen Kalibrierungsbutton direkt in die Einstellungen baut. Das System würde dann automatisch ein Messprofil fahren, die Werte berechnen und direkt zurückschreiben. Aus einer technischen Aufgabe wird ein geführter Workflow. Drittens, Heißwasser per gleichzeitigem Drücken von Brew und Steam. Wer eine Gaggia Classic kennt, weiß, dass Heißwasser über den Dampfwand kommt. Diese Kombination würde das in der Software abbilden, ohne extra in ein Menü zu gehen. Elegant. Das Team arbeitet also aktiv weiter und das Projekt fühlt sich wirklich lebendig an. Ich bin gespannt, was davon in die nächste Version kommt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bleib neugierig und genieß deine nächste Tasse. Bis bald.